Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein kurzes Tipps und Tricks Video zur Fujifilm GFX 100 RF. Ich habe die Kamera hier und ich will euch 5 Tipps zeigen, beziehungsweise 5 Einstellungstricks, welche ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltet, wenn ihr die Kamera besitzt, denn die helfen euch vermutlich weiter. Ich habe die Kamera hier, die ist hier am Atomos Ninja 5 angeschlossen. Ihr dürftet das Bild jetzt hier sehen und wir beginnen direkt mal mit dem ersten Tipp, will ich es mal nennen. Wenn ihr das Verhalten der Kamera habt, ich zeige es euch mal kurz, wenn ihr ein Bild macht und die braucht da kurz so eine Gedenksekunde und speichert das Bild ab, dann liegt es daran, dass ihr in den Bildqualitätseinstellungen die Klarheit aktiviert habt. Wenn ihr das deaktiviert, dann ist das Ganze wieder deaktiviert, sag ich mal. Wir gehen dazu ins Menü und schauen da in den Bildqualitätseinstellungen auf der Seite 3 haben wir hier den Punkt Klarheit. Und ihr seht hier, der ist auf +1. Wenn wir diesen jetzt mal auf 0 setzen und das Ganze bestätigen und dann ein Bild aufnehmen, dann seht ihr, das Bild wird sehr schnell aufgenommen, sehr schnell gespeichert und ihr könnt damit weitere Bilder aufnehmen. Also wie gesagt, ich habe das schon bei anderen Fuji-Kameras in den Kommentaren gesehen zu den Videos, dass da Leute das Problem hatten, dass die Kamera eben sehr lange gebraucht hat, um das Bild zu speichern. Das liegt eben an der Klarheit. Den Punkt findet ihr da. Den nächsten Punkt, welchen ihr auf jeden Fall aktivieren solltet, um die volle Autofokus-Performance zu haben, ist im Menü unter Einstellungen, Einrichtung, Power Management, die Leistung. Hier ist die Leistung nämlich standardmäßig auf normal gestellt und das ist ziemlich schlecht, denn da hat die Kamera einfach nicht die volle Autofokus-Performance. Wenn ihr hier den Punkt von normal auf verstärkt stellt und dann hier zum Beispiel AF-Priorität normal auswählt, dann habt ihr hier einfach die volle Power in der Kamera. Ich denke, Fujifilm hat es auf normal aktiviert, um der Akku zu sparen. Bringt euch natürlich nicht viel, wenn die Kamera dann nicht die volle Autofokus-Performance und so weiter hat. Deswegen solltet ihr diesen Punkt auf jeden Fall auf verstärkt stellen. Ein weiterer Punkt, den wir hier dann auch noch haben, das Ganze wird bei der Ersteinrichtung abgefragt, aber ihr habt es vielleicht nicht aktiviert, ist die automatische Austemperatur, also die automatische Abschalttemperatur bei Übertemperatur, will ich es mal nennen. Die steht nämlich standardmäßig auf Standard, außer ihr habt es bei der Ersteinrichtung aktiviert. Ihr könnt diesen Punkt ebenso auf Hoch setzen. Hier kommt dann nochmal eine Warnung, dass die Temperaturgrenze eben höher ist und das Gehäuse kann ein bisschen wärmer werden. Das ist natürlich gerade interessant, wenn ihr zum Beispiel am Filmen seid. Aber ihr solltet diesen Punkt auf jeden Fall auch aktivieren. Und als nächstes haben wir dann einen Punkt, der ist ziemlich simpel, und zwar einfache Gitterlinien. Wenn ihr Gitterlinien angezeigt haben wollt, ich zeige euch hier gerade nochmal den Bildschirm, ihr seht, es sind keine Gitterlinien aktiviert, dann findet ihr das Ganze im Menü, aber nicht da, wo ihr es vielleicht vermutet. Also wir schauen jetzt einfach mal zusammen. Wir gehen hier ins Einrichtungsmenü auf Display-Einstellungen und finden dann hier auch schon auf der zweiten Seite die Rahmenhilfe. Und hier habt ihr vielleicht sogar schon ein Raster ausgewählt. Also ich bin Freund vom 9er Raster. Wenn ihr das Ganze hier auswählt, dann, wir gehen gerade mal zurück, ihr seht, es ist noch nicht aktiviert. Ihr müsst das Ganze nämlich natürlich noch bei den Display-Einstellungen einstellen. Ich weiß auch nicht genau, warum das so ist, aber wir können hier auf die Display-Einstellungen gehen und können dann hier den Haken bei Rahmenhilfe setzen. Und dann seht ihr, ihr habt die Gitterlinien eingeblendet. Das ist ziemlich hilfreich, ist nicht ganz so einfach zu finden, aber jetzt habt ihr es ja gefunden. Und es hilft euch einfach ein bisschen besser bei der Bildgestaltung. Ihr könnt da dann euren Horizont anpassen und so weiter. Das ist einfach, ja, ein bisschen hilfreicher. Und der letzte Punkt, der, ja, geht mehr so an die Leute, die gerne Bilder von der Kamera auf ihr Smartphone rüberziehen und die vielleicht schon gemerkt haben, das dauert ziemlich lang. Klar, die Files sind relativ groß, ihr habt eben 102 Megapixel Files, aber standardmäßig steht die Kamera auch auf 2,4 GHz Netzwerk bzw. WLAN-Einstellung und das könnt ihr auf 5 GHz umstellen, wenn es euer Smartphone ja unterstützt, und dann habt ihr da eine deutlich schnellere Datenübertragung. Das Ganze findet ihr auch im Menü. Unter den Netzwerkeinstellungen habt ihr den Punkt
Bluetooth und Smartphone-Einstellungen. Wenn ihr darüber geht und dann ganz runter geht, findet ihr den Punkt Frequenzeinstellung drahtlose Kommunikation. Und hier könnt ihr das Ganze eben von 2,4 GHz auf 5 GHz stellen. Und dadurch habt ihr auf jeden Fall eine sehr viel schnellere Verbindung zu eurem Smartphone. Also wenn ihr das mal austestet, das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. So, und das waren dann jetzt auch schon die Tipps von mir. Das waren 5 kleinere Tipps, aber die sind meiner Meinung nach ziemlich hilfreich und nicht jeder hat die so auf dem Schirm. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einfach ein Like da. Wenn ihr noch irgendwie Fragen zur Kamera habt oder sowas, stellt die einfach in die Kommentare. Ich versuche es dann zu beantworten. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der Kamera. Abonniert den Kanal für weitere Videos und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.